Hallo, meine lieben Fische und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Fische, ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2025 und ich hoffe, dass all eure Träume, all eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr auch den Mut habt, den Weg dafür zu gehen. Weil erfahrungsgemäß ist eben oft das so ein bisschen das Hindernis, dass vielleicht gewisse Dinge passieren und wir die Hoffnung oder den Mut verlieren. Und ich wünsche mir für dich, dass du wirklich mutig bist und dich auch getraust, ein bisschen nach deinen Sternen zu greifen, dass du dich auch getraust, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen dürfen. Liebe Fische, wir machen heute eine Jahreslegung. Bitte denk daran, nimm nur das an, was zu dir gehört. Biege bitte nichts zurecht. Hör ganz fest auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Ja, liebe Fische, falls du dich für das Thema Karma, Lernaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram. Dort spreche ich immer wieder mal über diese Themen, würde mich sehr darüber freuen. Den Link findest du unten in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch dein Jahr 2025. Liebe Fische, dein Jahr 2025. Was ist wichtig für dich? Wo solltest du hinschauen? Oder darfst du dir zu Herzen nehmen? Liebe Fische, dein Jahr 2025. Wir haben hier zweimal das Stopp. Wir haben einmal 10 des Handelns und einmal Boote der Fülle. Liebe Fische, du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, andere um Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. Liebe Fische, ich sehe, dass es ganz stark auch um das Thema Balance geht im Jahr 2025 und die Karte möchte dich einfach liebevoll daran erinnern, dass du auch mal Pausen machst. Also gönn dir auch mal eine Pause, tu dir selbst auch etwas Gutes, vergiss das einfach nicht. Könnte eventuell auch ein Vorbote sein, dass sehr viel auf dich zukommt und dass du dafür eben auch viel Energie brauchst und auch einen starken und auch einen wachen Geist dafür brauchst, weil du vielleicht auch Entscheidungen treffen musst. Und darum ist es eben wichtig, dass du regelmäßig einen Rückzug, also in den Rückzug gehst oder etwas für dich tust. Energie tankst. Vergiss das einfach nicht, auch mal Pause zu machen, weil sonst kann es plötzlich sein, dass etwas zu viel wird oder dass du das vielleicht auch körperlich merkst oder dass du plötzlich das Gefühl hast, dein Kopf platzt, weil du so viel im Kopf hast. Also hier wirklich auch Dinge für dich tun, um einen Ausgleich zu schaffen. Es kann mit Sport sein, Meditation oder vielleicht ein paar Tage weggehen oder jeder Mensch ist da etwas anders. Finde deine Art, was für dich gut ist. Ganz, ganz wichtig. Wir haben noch Boote der Fülle, liebe Fische, wundervolle Neuigkeiten bezüglich deiner Karriere. Ein neuer Job, eine Beförderung oder die Aufnahme in eine erstklassige Schule oder Universität stehen dir bevor. Vielleicht fühlst du dich bereit, etwas Neues zu tun, was sowohl Herausforderung als auch Erfüllung bedeutet. Diese Situation mag mit einem Menschen zu tun haben, mit dem du gerne zusammen bist und der zu Scherzen aufgelegt ist. Dieser Mensch, eventuell bist du es selbst, ist jugendlich, optimistisch und sehr clever.
spannend. Also es scheint so, als würde hier entweder ein neues Projekt auf dich zukommen oder wie eine Art neues Ziel, vor allem auch beruflich gesehen, vielleicht auch eine Umschulung, Weiterbildung, ein neues Projekt. Es ist wie etwas Neues, habe ich das Gefühl, was dich so ein bisschen auch pusht, so ein bisschen auch eine Herausforderung ist, aber im positiven Sinn. Und ich sehe, dass hier eventuell eine Person dir dabei helfen könnte. Es kann sein, dass diese Person sehr humorvoll ist oder vielleicht bist du diese Person, die humorvoll ist. Falls du jetzt sagst, du hast nicht das Thema Karriere, kann es auch sein, dass hier ein neuer Mensch in dein Leben kommt im Jahr 2025 und diese Person kann sein, dass sie sehr ehrgeizig ist, ambitioniert beruflich gesehen und dass sie auch so ein bisschen humorvoll ist, aber so einen Eigenhumor hat. Aber ich nehme auch wahr, dass die Person es faustdick hinter den Ohren hat. Also die darf man nicht unterschätzen. Kann aber auch sein, dass du das bist. Also hier, also kluges Handeln nehme ich auch wahr. Merkt man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt. Und dann merkt man, oha, die Person kann was. Kann aber auch sein, dass du das bist. Dass man dich vielleicht am Anfang etwas unterschätzt, weil du vielleicht etwas Neues angehst oder etwas Neues tust. Und dann sieht man aber relativ schnell, dass da mehr dahinter steckt. Ansonsten sehe ich einfach diese neue Energie, die sich entfaltet, die aber auch eine Herausforderung darstellt, weil es wie etwas Neues ist. Sehr spannend. Kann sein, dass deswegen noch der Hinweis da kam, aufpassen, dass nicht zu viel wird. Oder wenn du arbeitest und nebenberuflich noch etwas machst oder eine Weiterbildung machst, dass es einfach nicht zu viel wird. Oder vielleicht noch eine Person oder Geschäftspartner kommt, dass du einfach die Balance hältst. Schauen wir mal weiter, liebe Fische. Was kommt sonst noch? Dein Jahr 2025. Wir haben Lehrerbrunnen und der heilige Vertrag, der Pakt. Spannend. Das ist die Energie des Turms hier. Und das ist die Energie des Schicksalsrats. Hier scheint eine Art Vertrag zu kommen, fühlt sich aber eher an nach spiritueller Vertrag. Es könnte natürlich auch ein echter Vertrag sein, aber ich habe das Gefühl, es geht eher um einen Seelenvertrag, spirituellen Vertrag, der sich im Jahr 2025 dir zeigt. Ganz stark. Hier zeigt sich irgendein wichtiger Vertrag, Seelenvertrag oder es ist ein wichtiger, echter Vertrag. Ich sehe aber auch, dass sich dir etwas anderes zeigt, wo nichts zu holen ist. Vor allem, wenn du das Thema Liebe hast, kann sein, dass hier zuerst noch eine Verbindung kommt und dass du durch diese Verbindung merkst, dass da was fehlt. Weil Lehrerbrunnen deutet immer darauf hin, dass da wie etwas fehlt, aber der Lehrerbrunnen kommt immer, um deinen Horizont eigentlich zu erweitern, um dir aufzuzeigen, was du brauchst. In einer Beziehung zum Beispiel, in einer Verbindung. Oder im Beruf natürlich. Also hier kann sein, dass du siehst, wo was fehlt. Also hier scheint etwas zu fehlen. Oder hier gibt es wie keine Früchte, die du ernten kannst, die du eben ernten möchtest. Und du bekommst diese Klarheit, diese Gewissheit, wo was nicht vorhanden ist. Und durch diese Gewissheit, habe ich das Gefühl, kannst du eben diesen Vertrag eingehen. Es kann sein, dass das eben ein neuer Vertrag ist, ein neues Ziel, eine neue Bestimmung, was auch immer. Weil du genau weißt, das da ist nichts, aber das hier schon. Es wird dir wie etwas aufgezeigt. Das heißt, wenn du in eine Situation kommen solltest und du plötzlich merkst, dass da was fehlt, sei es beruflich oder in der Liebe, dann gesteh dir das ein und ignoriere es nicht,
Es kann sein, dass das einen Grund hat, dass dir das Universum das zeigt. Und schau dort mal genauer hin. Es könnte wirklich wichtig sein, habe ich das Gefühl. Aber hier möchte eben eine Art Seelenvertrag. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Ist noch interessant. Wir haben hier ja die Nummer 16 und hier ist die Nummer 7. 16, 1 plus 6 gibt 7 und hier ist auch die 7. Also das hängt zusammen. Fülle und Leere. Vielleicht auch eine Entscheidung zwischen zwei Welten oder zwischen zwei Berufen, zwei Menschen. Irgendeine Entscheidung zwischen Leere und Fülle, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema? Liebe Fische, dein Hauptthema, was dich begleitet über das ganze Jahr hinweg. Kann sein, dass das dein Hauptthema ist. Es kann auch deine Herausforderung sein. Einfach diese Energie begleitet dich ganz, ganz stark. 6. Kelche ist interessant, weil Wassermann hat das auch. Wassermann hat auch ganz stark die Energie der Verträge. Falls du es mit einem Wassermann zu tun hast und du hast Wassermann in deinem Chart, empfehle ich dir mal das Wassermann-Reading anzuschauen. Es könnte wirklich um eine Seelenverbindung gehen. Seelenverbindung oder um deinen Seelenplan, was sehr stark präsent wird in diesem Jahr. Wir schauen mal mit den kleinen Karten, dass wir mehr Infos bekommen. 6. Kelche, warum 6. Kelche? 6. Kelche, 10 der Münzen und Bube der Stäbe. Also falls du eine On-Off-Geschichte hattest mit einer Vergangenheitsperson, kann sein, dass sich jetzt in 2025 entscheidet, wie es weitergeht. Ist das ein leerer Brunnen oder ist es ein Vertrag für die Ewigkeit? Hier kommt die Entscheidung. Einfach, falls das dein Thema ist, ganz, ganz wichtig, nicht für alle. Bei den meisten sehe ich eher, es geht um einen Vertrag, Seelenvertrag, Seelenbestimmung und um eine Art Abenteuer. Dieser Vertrag ist ein Abenteuer für dich. Es ist was Neues. Und dafür musst du auch über deinen Schatten springen. Ich sehe aber auch, dass dir das extrem viel Fülle bringt, wenn du erkennst, was ist der Lehrerbrunnen und was ist die Fülle, was ist deine echte Bestimmung. Spannend. Schauen wir mal, was ist denn dein Hindernis? Welche Blockaden, welche Herausforderungen kommen auf dich zu, liebe Fische, im Jahr 2025? Wow, das Gericht, schon wieder eine Seelenkarte. Was für eine Herausforderung. Hui. 4. Kelche. Wir haben die Herrscherin, die Liebenden. Ja, ist falsch herum. Schnell schauen, wie sich's anfühlt. Lass mir schnell einen Moment. Ja, so ist es doch richtig. Wir haben das Gericht, 10 der Schwerter, die Herrscherin und die Liebenden. Wow, also hier kommen unglaublich wichtige Entscheidungen auf dich zu, die ganz stark mit Transformation und Wendung zu tun haben. Ich sehe aber auch, dass hier eine Entscheidung kommt, die aber wie eine Art Schlussstrich mit sich bringt. Denk daran, das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Das heißt, diese Entscheidung wird dir nicht so einfach fallen. Es kann auch sein, dass du wie mehrere Anläufe brauchst, um diese Entscheidung umzusetzen, weil das Gericht ist so ein innerer Weckruf. Das heißt, dein hohes Selbst ruft dich, also führt dich. Es ist eine Art Paukenschlag, ein starker Impuls, den du bekommst
Und wenn du diesen Impuls fühlst, darfst du wirklich im Vertrauen sein und danach gehen. Also hier kommt wirklich eine Entscheidung und diese Entscheidung bringt aber auch wie ein Ende mit sich, also ein Cut. Aber das passt eigentlich, weil das Gericht ist immer die Transformationskarte. Wenn man nach dem Gericht handelt, kommt eine Transformation, wirklich eine Veränderung im Leben. Natürlich Stück für Stück. Und das ist manchmal sehr intensiv und auch überwältigend. Es ist auch ein Vorbot, dass langsam ein Kapitel zu Ende geht oder ein Thema. Weil wir hier aber jetzt noch die 6 der Kelche haben, kann das ganz stark eben mit dieser Seelenverbindung zu tun haben oder eben mit deiner Seelenbestimmung, dass du das fühlst, was dein Seelenplan ist oder wo dein Weg hingehen sollte. Aber dafür muss irgendwo wie ein Cut gemacht werden. Und das wird die Herausforderung. Das sehe ich hier ganz stark. Ich sehe aber auch, wenn du das tust, kommt hier, natürlich nicht erzwingen, ganz, ganz wichtig, das muss fließend kommen. Du musst bereit sein dafür. Wenn das passiert, sehe ich aber auch, dass hier haben wir die Herrscherin und die Liebenden. Hier eventuell das Thema Vaterschaft und Mutterschaft sehe ich bei einigen im Jahr 2025. Vielleicht unerwartet Mutter werden, Vater werden. Natürlich nicht bei allen, ist mir schon klar, dass nicht alle in diesem Alter sind. Kann auch deswegen sein, dass es vielleicht plötzlich kommt, muss aber nicht. Ansonsten sehe ich hier, dass hier Wurzeln wachsen wollen, damit nachher Früchte kommen. Weil die Herrscherin deutet immer darauf hin, dass ein Baum schon am Wachsen ist und dass es aber mehr Zeit und Pflege braucht, mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist die Herausforderung. Das heißt, die Herausforderung ist wirklich auch ein bisschen das Thema Geduld. Ich weiß, die meisten hassen das Wort. Geduldig sein, dem Prozess vertrauen, dem Weg vertrauen, dass sich alles fügt, dass etwas wachsen darf. Und ich sehe auch, hier wirst du auch ein bisschen gefordert, dass du wirklich ganz stark nach deinem Herzen gehen sollst. Die Liebenden deutet immer darauf hin, entscheide aus dem Herzen. Im klassischen Tarot sagt man auch die Entscheidung zwischen der Versuchung und der Fülle. Entscheide ich mich jetzt für die Ego-Energie oder wirklich für die Fülle? Und hier könnte eine Art Entscheidung kommen, aber eben ist die Herausforderung, im Vertrauen zu sein und nach dem Herzen zu entscheiden. Kann auch sein, dass du zwischen zwei Menschen stehst oder zwischen zwei Welten, zwischen zwei Dingen. Und hier darfst du wirklich einfach deinem Impuls folgen. Weil wir haben hier jetzt drei Seelenkarten, also respektive 4 mit dieser hier. 4 Seelenkarten, liebe Fische. Sehr, sehr intensiv. Und wenn du dich nicht dagegen wehrst, wenn du das fühlst und dem nachgehst, kannst du ganz Großes erreichen. Ganz, ganz Großes. Aber schauen wir mal, warum das Gericht als Herausforderung 4 der Kelche. Entweder bist du dir nicht sicher, ob du jemandem die Hand reichen sollst, oder jemand ist sich nicht sicher, ob man dir die Hand reichen soll oder ob du die Hand annehmen möchtest. Oder es könnte auch um eine Chance gehen. Das kann auch ein Impuls sein, der deinen Weg kreuzt, aber das bedeutet Veränderung, eben diesen Cut hier. Ich habe das Gefühl, diese 2 sind die größten Herausforderungen. Dieser Cut und dieses Wachsen. 10 der Schwerter, Fische. Schon wieder 6 der Kelche. Es kann auch, falls du eben ein On-Off-Thema hast mit einer Vergangenheitsperson, könnte eben genau das Thema sein. Das entweder wirklich beenden, vielleicht ist auch eine karmische Verbindung, das auflösen, oder dass
Thema, was zwischen euch steht, auflösen, den Konflikt lösen. Je nachdem. Nicht bei allen natürlich, bei anderen sehe ich hier wirklich, damit eben dieser Seelenvertrag oder dieser Weg gegangen werden kann, muss man diesen Cut machen. Es geht auch um Passion, Passion leben. Vielleicht auch um Anziehung. Schauen wir mal die Herrscherin. Ja, sehr viel im Kopf, sehr viele Ideen, die man manchmal wie nicht greifen kann oder man ist ein bisschen hibbelig, ungeduldig, macht sich sehr viel Kopf. Also da wirklich Gedanken regelmäßig ordnen, wenn du merkst, es ist ein Gedankenkarussell, Erdung, sehr, sehr wichtig für dich. In der Stille findest du auch Kraft, also wirklich ab und zu in die Stille gehen, damit du deine Wurzeln nicht verlierst, damit du auch erkennst, welche Wurzeln brauchen Nahrung, wo brauchst du Energie oder wo darfst du Energie investieren oder Zeit oder Geld. Die Liebenden. Ich bekomme auch rein, vielleicht braucht etwas wirklich noch ein bisschen Zeit. Es kann auch eine Verbindung sein, aber es muss wie zuerst das Thema aufgelöst werden. Ass der Schwerter, ja, die Wahrheit. Zwischen der Wahrheit und der Sabotage stehen. Zwischen der Wahrheit stehen und der Lüge. Bin ich ehrlich jetzt zu mir oder lüge ich mich selbst an? Da könnte noch ein Thema kommen. Es kann klein sein, es kann größer sein, es kann einmal kommen, es kann mehrmals kommen. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich einfach immer wieder fragst, das habe ich auch schon, bei welchem Reading habe ich das gesagt, ich weiß nicht mehr, vielleicht beim Wassermann, vielleicht war es auch nicht der Wassermann, ich weiß es nicht mehr. Frag dich einfach immer wieder, will ich das? Bleibe ich mir jetzt wirklich treu oder biege ich mir was zurecht? Dir treu bleiben, ganz wichtig. Also hier wirklich eine Entscheidung zwischen Lüge und Wahrheit. Sehr, sehr spannend, liebe Fische. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Gleichgewicht. Ja, es kommt irgendeine Entscheidung, habe ich das Gefühl. Es kommt eine Entscheidung, die du für dich treffen sollst im Verlauf vom Jahr, die wichtig ist. Die Gerechtigkeit. Löse dich vom Ungleichgewicht, erkenne das Ungleichgewicht und löse dich davon, was auch immer das ist. Es wird sich dir Stück für Stück zeigen. Behalte die Balance, sei aber auch fair zu dir selbst und auch zu anderen, also ehrlich sein zu dir selbst, ganz wichtig und immer die Balance halten. Das ist ein bisschen das Stichwort. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, was hast du gar nicht auf dem Schirm, was möchte sich dir zeigen? Oha, Achter Kelche und Bube der Stäbe. Ich glaube, dir ist nicht bewusst, dass entweder dass das Abenteuer erst jetzt richtig beginnt oder dass ein neues Abenteuer beginnt. Und ein neuer Weg sich dir zeigt. Bube der Stäbe, der Abenteurer, der Entdecker, der wagt das Abenteuer und der Weg ist das Abenteuer. Also auch die Suche zum Beispiel nach einer Antwort ist das Abenteuer. Und das zeigt sich dir, dass das Abenteuer und der neue Weg erst jetzt beginnt und sich zeigen wird. Also falls du jetzt das Gefühl hast, ich bin schon auf dem neuen Weg, könnte es wie noch intensiver werden. Oder es könnte sich nochmals eine Abzweigung dir unerwartet offenbaren. Ja, meine lieben Fische, sehr spannend. Lasst ein Abo da, ein Like und ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.